So, und jetzt ist es auch nicht so wichtig, ob das jetzt richtig hübsch ist oder nicht. Na, klar. Ja, weil ich das gemacht habe, oder nein, was? Nee, weil es einfach nicht drauf ankommt. Eine große Pistole. Dann muss das alles vernünftig dimensioniert und aufeinander abgestimmt sein, damit der Lack nicht nachher über der Dichtmasse reißt. Was kriege ich denn für eine Farbe? Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich baue auf TCR Germany Street Kit um. Warum sage ich das nochmal? Weil nur 38% von euch wirklich Abonnenten sind. Das heißt, falls du vergessen hast zu abonnieren, darfst du es gerne tun. Drück gleichzeitig die Glocke, dann wirst du halt immer benachrichtigt, wenn ein Video kommt. So, das Kit wird verbaut in Hamburg bei Danny im Schrammwerk. Da wird die ganze Kiste nämlich auch lackiert. Da sind noch ein paar Anpassungsarbeiten dran zu machen. Das macht der John von Bunker 34 und verkleben tut das die Firma Sika mit Dirk. Klar, selbstverständlich könnte ich das wahrscheinlich auch selber machen, aber das ist halt dieses wahrscheinlich und ich will, dass dieser Wagen 100% perfekt ist, deswegen überlasse ich das Ganze lieber einfach Profis. Los geht's. Ja, wir müssen die ganze Bodykit schön einpassen, dass er spannungsfrei ist. Deswegen wir müssen hier ein bisschen nacharbeiten, damit der Bodykit spannungsfrei an dem Auto, an dem Karosse dran bleibt. Die Qualität ist schon perfekt, aber GFK muss man immer wieder einpassen, anschleifen, leicht mehrmals anbringen und nachgucken, ob das ganze Linien stimmen. Weil wenn das alles unter Spannung aufgeklebt wird, nach gewisser Zeit fängt es zu reißen und die ganze Lack zu platzen. Deswegen muss man das vorher natürlich alles bearbeiten und alles spannungsfrei an dem Auto platzieren, bevor man das alles anklebt. Also die Vorgabe von Oettinger ist ein MS-Polymerkleber. Das kann man auch machen, das hält. Der Haken an der Sache ist, dass die langsam reagieren und dass man das Auto erstmal für 12 Stunden lahmlegen würde. Wir werden jetzt eine ganz kleine Zweckentfremdung machen. Wir nehmen einen Scheibenklebstoff, unseren Sika Tac Elite, und zwar eine PowerCure-Variante. Da ist ein Beschleunigungsgel drin. Wir werden also die Aushärtungsreaktion einfach dramatisch beschleunigen und statt 12 oder mehr Stunden Aushärtungszeit haben wir dann nur noch eine Stunde. Und dann ist das Ding ausreagiert und die Teile bleiben exakt da, wo sie sein sollen. Und das ist immer noch eine flexible Verklebung, das heißt, eine gewisse Bewegung der Teile gegeneinander bleibt erlaubt. Und es wäre auch im Reparaturfall wieder trennbar, was auch nicht ganz unwichtig ist. Also wir schaffen das dann, Teile abzuschneiden, wenn das nochmal repariert werden muss. Der Schwachpunkt aber, die Schwachstelle, das ist die Fuge hier nachher. Und die Fuge, die müssen wir sehr clever gestalten, damit uns die nicht später aufreißt. Die Teile bewegen sich, auch wenn es ziemlich innig verklebt ist, immer noch ein bisschen gegeneinander. Und eine Dichtmasse in der Fuge kann mehr Dehnung aushalten als ein Lack. Dann muss das alles vernünftig dimensioniert und aufeinander abgestimmt sein, damit der Lack nicht nachher über der Dichtmasse reißt. Kriegen wir aber hin. Please excuse me, Your Honor, but you can't hold me no longer. Can't you feel the vibration? Ihr markiert jetzt quasi, wo der Primer hinterher drauf muss. Ja, die Stelle, bis wo wir primern wollen, damit wir die Stelle nachher finden, ohne alles voll zu schmieren. Also dass der Primer da ist, wo wir ihn wirklich brauchen. So, und alle kennen den Wollfilz-Applikator zum Auftragen von Primern. So ein Puschel mit einem Draht, scharf am Stiel. Das ist ganz gut, aber meistens trägt es am Anfang zu viel auf und dann wird es im Augenblick später ein bisschen dünn. Wir haben was Schöneres. Wir haben unseren Sika Cleaner PCA, heißt das. Das hieß mal Power Clean Aid. Ein lösemittelbeständiger Schaum. Damit können wir wie mit einem Pinsel oder fast wie mit einem Stift den Primer auftragen, ohne dass es eine dicke Schicht gibt. Technisch sehr vorteilhaft, das zu machen und schnell. Ich zeig's. Beide Flächen geprimert mit nur einmal reinstippen hier mit dem Ding. Hat vollständig gereicht. Ne? Wir haben eine dünne, gleichmäßige Schicht. Eine dicke Schicht bringt uns technisch keinen Vorteil. Die streckt nur unnötig die Abluftzeit. Brauchen wir nicht, also fertig. Lassen wir jetzt 3 Minuten liegen. Eine große Pistole. Ja, wir haben eine große Pistole. Also das ist unser PowerCure Dispenser, so heißt das.
Der ist groß, ja. Das hier ist die kleinere von zwei Varianten, 400 Milliliter. Da gehen diese 400 Milliliter Beutel rein. Gibt es auch in 600 Milliliter, dann ist das ganze Ding noch 10 cm länger. Das reicht uns hier aber. Hochleistungsakku, der zeigt, wie voll er ist. Und wir haben hier neben dem eigentlichen Klebstoff, dem Scheibenklebstoff, hier in dem Röhrchen einen Beschleunigungsgel. Also der Härtungsmechanismus bei so einem Polyurethan ist die Aufnahme von Feuchtigkeit, ne? Normalerweise Luftfeuchtigkeit. Mhm. Und der Haken ist, dass wenn so eine Raupe drauf ist und platt gedrückt wird, dass die Feuchtigkeit aufgenommen werden muss und durch den Klebstoff durchwandert und ihn aushärtet. Und hier drücken wir beim Auspressen die Feuchtigkeit aus diesem Beschleunigungsgel in den Klebstoff rein mit einem dynamischen Mischer. Der dreht sich hier drin, wird von der Welle gedreht. Da ist ein Propeller drin, kann ich gleich mal kurz zeigen. Und dann wird die Feuchtigkeit in den Klebstoff reingerührt und dann härtet der von allen Punkten gleichzeitig los. Und dann ist er nämlich nach einer Stunde komplett ausreagiert, unabhängig von der Luftfeuchtigkeit. Also wir haben sofort hohe Zugkräfte und müssen nicht einen Tag warten. Ja, das ist ja schön. Das ist ja die Beste daran. Das beschleunigt die Abläufe in der Werkstatt unglaublich. Ja, weil in der Werkstatt hast du immer Problematik, du hast ja nicht so viel Zeit Ja. zum Warten. Wenn das Auto kriegt man Unfallschäden und dann muss man Scheibe kleben oder ein Spoiler, Ja. dann hast du keine 24 Stunden Zeit zum Warten, bis das Kleber trocken ist. Ne? Genau. Und hier dadurch Stunde ist schon- fertig. Das ist schon cool. Ne? Echt cool. Und das Ganze geht auch noch ab minus 10 Grad. Also das wollen wir jetzt hier in der Halle nicht, dann schneit es hier, aber auch bei niedrigen Temperaturen oder wenn das Auto raus muss zum Aushärten zum Beispiel, funktioniert das trotzdem. Ja, klar. Ja. Jetzt zeige ich gleich noch mal kurz den kleinen Mischer. Jetzt mal. Also in der Düse drin ist so ein kleiner Propeller. Kannst du ihn sehen? Mhm. Und der wird gedreht von der Welle und der vermischt dann die beiden Komponenten miteinander. Ohne die Beschleunigung würde das auch reagieren, aber eben in einem normalen Tempo. So, wir machen das damit also nur schneller. Es ist also kein echtes 2K-Produkt, sondern ein beschleunigtes 1K-Produkt. Wir haben jetzt 10 Minuten Zeit zu montieren, solange ist das Material offen. Wir können also noch ein bisschen korrigieren, hin und her schieben. Und wie man jetzt schon sieht, wir haben eine sehr hohe Anfangsfestigkeit, sodass wir das Teil gar nicht so wahnsinnig fixieren müssen. Ja, ich wollte gerade sagen, die müssen wir gar nicht fixieren. Genau. Das ist schon fest. Du kannst ihn jetzt da hinschieben, wo du ihn hinhaben möchtest. So muss er auch sein. Das war's. Fertig. Kaffee. Ja, jetzt nur halt die ganzen Reste hier wegdrücken, einmal versiegeln und dann können wir oben. Ja, versiegeln, kleinen Moment. Wenn wir jetzt versiegeln wollen, dann müssen wir einen kleinen Moment warten. Es gibt bei der Reaktion ein Spaltprodukt, was ausgast, das ist eine Alkoholart. Wir müssen das mal einen kleinen Moment, eine halbe Stunde etwa reagieren lassen. Dann ist diese Ausdunstung fertig. Und dann versiegeln wir, weil wir sonst eventuell mit der Ausgasung die Härtung von der Dichtmasse stören könnten. Also warten wir eine halbe Stunde und siegeln dann ab. Passt aber gut, ne? Ja, sieht gut aus. Ja. Hier auch kein Spalt, gar Perfekt. nicht. Und hier machen wir sowieso nochmal Teil Ja. und wird nochmal abgedichtet. Sieht super aus. Hauptsache, dass hier kein Spalte sind. Ja, das ist echt gut. Dann kann auch hier die Lack nicht reißen später. Ja. Ist gut, sehr ne? Sehr cool, ne? Ja. Ja, beim normalen Scheibenkleber, der auch 12 Stunden trocknet, komplett, dann bewegen sich Teile auch lange. Ja. Hier, Wenn du sogar anklebst, dann kommt er immer wieder ab. Du Ja. musst ja schon fixieren. Ja. Auf jeden. Ja, schon cool. also hier nicht mehr. Dann einmal ranhalten. Also hier mit der Klappe muss er. müssen wir ein Stückchen zu mir. Noch ein Stück. 2-3 mm. Dahin. So. Hier passt er auch super. Im letzten Bogen, da passt er fast super. Jetzt geht's los. Jetzt brauche ich gar nichts mehr machen. Ich gucke nur noch zu. Ich will auch probieren. Ja klar. Das ist jetzt der Part mit der Brille übrigens. Ja. Immerhin. Die war schon mal im Raum. Ist schon mal gut.
sind ja nicht die Berufsgenossenschaft. Also Ja. man kann auch alles übertreiben. Primer ist jetzt einmal schon aufgetragen. Hier überall. Sieht auch alles echt gut aus. Hier ist auch schon Primer aufgetragen. Das Ding hier ist einfach schon echt fest. Ne? Guck mal hier, sieht man das, diesen kleinen Schnipsel? Ist echt gut. Gefällt mir. Wegen den Halter. Und der Plastik ist ja dünner als den. Als GFK. Ja. Und dadurch sitzt der mit originalen Halter nicht so schön. Siehst du? Weil ich habe überlegt, hier eine Klammer zu machen und dann zusammenschrauben. Ja. Das war meine Idee. Halt. Weil Halter mussten wir auf jeden Fall benutzen. Ich will auch eine Klammer machen. Klammer bauen? Eine Metallklammer bauen. Klammer Metallklammer. bauen und dann Und, die beiden zusammen und dann einmal und dann Schraube schrauben danach. Ja. Weil jetzt hat es ja Möglichkeit, durch Wärme irgendwas in sich in irgendeine Richtung hinzuformen. Das kann ja gar keiner beeinflussen. Ja. Ja, das war auch Wobei, meine Idee. Ich würde es zusammen zwingen. Ja. 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 Kann ich auch machen. Erstmal mit kleinen Zwingen mache ich die zusammen. Dann einmal Aus Klammer. Metall oder jetzt aus deinem Nee. Kunststoff da? Aus Metall. Metall. Ich mache aus Metall. Weil Kunststoff kann ja brechen. Ja, also eine Klammer rum und dann durchschrauben? Durchschrauben. Also hier quasi ein Loch hinten? Ja, genau. Aber sind die Laschen denn lang genug? Ja. Oder ist das zu knapp? Nicht, dass es rausreißt da? Nee, nee, alles gut. Das mache ich schon. Also ich bin ja Lacker, kein Karosseriebauer. Also das ist Deswegen sage ich, ja, ich erste habe schon Teil, überlegt, wie ich das mache. wir haben schon ein paar Sachen. Sonst normalerweise muss man den dünner machen. Ja, Hier diesen Halter muss man dünner machen. das kostet aber Stabilität. Ja, genau, dann kann es schnell abbrechen. Und deswegen, man muss schon... Das ist schon geil gemacht, das sieht ja original aus. Ja. Aber Glasfaser muss halt eine gewisse Stärke haben Ja, im Vergleich natürlich. zu so einem ABS-Plastik oder irgendwas. Ja. Ja, und da hast du halt diese typischen Probleme, die aber jeder GFK. Ja, genau. Das ist Bauer halt irgendwie bei hat. jedem GFK so. Und wenn du originalen Halter benutzt, ist schön. Bei anderen Herstellern, du musst die Halter selber nachbauen. Und bei dem ist cool, dass man sogar originalen Halter benutzen darf. Ja. Das ist eigentlich so, so als Vorweg ist schon perfekt. Ne? Ja. Vorrichtung. Okay. Halt nur hinten eine Klammer und dann zusammenschrauben. Ja, würde ich auch tun. Ain't tame, 'cause I break the chains. Can't control me. I got the power. I got the keys. 'Cause I break the chains. They try to hold me. I'ma push back. Just wait and you'll see. Bei diesen etwas weicheren Teilen, ne, zu wissen, dass der Klebstoff, wenn der jetzt aushärtet, nicht zieht. Ne? Also der schrumpft nicht, er zieht nicht die Teile aneinander. Also es bleibt genau so stehen, wie es jetzt ist, ändert sich nicht. Hier schleife ich gleich ab, Ja, vielleicht an, damit er noch mehr ranliegt. ja. Damit wir hier keinen Druck drauf bauen müssen. Ja, genau. Damit wir hier keinen Druck aufbauen müssen. Sehr gut. So, wir wollen jetzt einmal diese Naht hier. Jene. Genau. Nur zumachen. Also ich habe hier drin Sikaflex 527 AT. Das nennen wir ein STP, ein silan-terminiertes Polymer. Das ist lösemittelfrei und isocyanatfrei. Das heißt, es schrumpft nicht, wenn wir es aufgetragen haben, es bleibt genauso stehen. Die sind extrem leicht zu verarbeiten. Ganz, ganz einfach zu verarbeiten. Ich spritze das hier aus so einer Luftpistole da rein. Schön leicht, schön handlich. Und ich will eine Sache kurz erklären. Wenn ich jetzt hier diese Naht mit dem Finger abglätten würde, so dass wir sie hier auf 0 ausziehen praktisch, ne, ganz dünn machen, dann bauen wir eine ganz dünne Naht und die ist auch angreifbar. Das wollen wir nicht. Deshalb machen wir die so ein bisschen dicker da rein, sodass die an den Kanten nicht zu dick wird, diese Naht. Bevor wir hier ins Nerdwissen abgleiten oder sowas, muss ich da vielleicht noch mal irgendwann vielleicht auch ein extra Video machen und was zu der Form von Dichtnähten erzählen. Ich
mache das gleich noch ein bisschen sauber. Aber worauf ich vor allen Dingen raus will, ich habe hier auf dieser Seite, da kann man das ganz gut sehen, habe ich keine dünn gezogene Naht. Denn die wäre technisch angreifbar. So, sondern wir haben hier praktisch die Fuge stumpf schlüssig gefüllt und die Schichtige ist gleich am Anfang hoch. Das ist der entscheidende Punkt dabei. So, ich fische das nochmal rüber, damit das sauber ist. Dann haben wir es auch schon. Kannst du mir noch mal erklären, warum wir überhaupt das abdichten? Es soll ja wirklich dicht sein, wird ja auch lackiert nachher, auch in einem Stück. Das machen wir alles dicht, es kann keine Feuchtigkeit da reinlaufen, läuft kein Wasser rein. Wir machen wirklich einen Formschluss da drin. Wir haben nachher ein durchgehendes Teil hier, wenn wir das lackieren. Ich habe jetzt einen Reiniger, den Sika Remover 208. Man sieht auf Testbenzin, der macht keine Haftungsstörungen, wenn wir den jetzt irgendwie da in die Nähe wischen. Wir können damit schön so kleine Überschüsse, die hier am Rand noch sind, sauber wegwischen. Tame, 'cause I break the chains. Can't control me. I got the power. I got the keys. 'Cause I break the chains. So, was muss ich machen? Hier. Erstmal die Brille aufsetzen. Und jetzt bleibe ich hier an der Kante quasi. Ja, bleib ein paar Millimeter drunter. Du musst nicht genau den Strich treffen, kannst einen Tick davon wegbleiben. Okay. Also Zehntel ist kein Maß, würde ich sagen. Guck mal, wie schön das geht. Wie vom Werk. So, und jetzt ist es auch nicht so wichtig, ob das jetzt richtig hübsch ist oder nicht. Na, klar. Das, ja, Weil ich das gemacht habe, oder nein, nein, nee, weil es einfach nicht drauf ankommt. Es muss einfach nur da sein, wo wir kleben wollen. Und höher ist der Anspruch ja nicht. Also es gibt hier nicht viel falsch zu machen.